So, hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Frage- und Antworten-Video. Wie alt bist du? 58. Und du, Murat? Ich bin nicht alt. Ich bin 31. So. Ahmed, bist du verheiratet? Ja, Wie viele Kinder hast du? ich habe eine Tochter und einen Junge. Murat und Mädchen. Junge. Und Yasemin. Aus welcher türkischen Stadt kommt ihr ursprünglich? Ich komme von Gaziantep, Nizip. Was ist euer Lieblingsgericht? Lieblingsgericht, ich meine Gulasch, Lahmacun, Pide, Baklava, ja, Börek. Ich esse alles gerne. Woher kommt ihr? Oh, wo kommst du? Das wird nicht verraten eigentlich. Wenn ihr es irgendwann in der Zeitung lest, ist es super. Ja, weiß ich nicht. Musst Ihr du- könnt ja vielleicht verraten, verraten wir's. Bundesland vielleicht. Ja, das Baden-Württemberg, das haben wir schon verraten. Ne? Ja. Okay. Was machst du beruflich und was hast du gelernt? In Türkei habe ich schon gearbeitet, wo ich schon 7, 8 Jahre war in der Küche. Ich habe schon einiges gearbeitet in dem Restaurant. Wo ich hier war, Deutschland, 15 Jahre war ich hier, alt war. Dann habe ich 16 Jahre angefangen zu arbeiten. Irgendwann habe ich aufgehört. Und nebenher habe ich noch Restaurant natürlich auch gearbeitet, als Beikoch. Gut. Kochst du nur zu Hause? Ich koche nur zu Hause. Kochst nur du zu Hause oder auch mal deine Frau? Ich koche 5 Tage in der Woche, Samstag, Sonntag kocht meine Frau. Was war das allererste Gericht, als du angefangen hast zu kochen? Ich habe super Esch gekocht, wo ich schon 9 Jahre oder 10 Jahre war. Linsensuppe war der echte. Könnt ihr euch vorstellen, wieder ein Lokal zu leiten? Ich nicht, nein, Kein Restaurant. nein. Aber wenn ich leite und du kochst? Was sind deine Hobbys? Hobby ist Kochen, Nummer 1. Und dann Garten halt ein bisschen arbeiten. Gibt es Speisen, die ihr nicht esst? Ja, Innereien und sowas? Haggis oder was? Schottisches Essen wird grundsätzlich nicht serviert. Heuschreckenwürmer. Ja, Also prinzipiell dürfen wir es essen, aber essen tun wir es halt nicht. das lassen wir. Aber was ist, wenn ich in der Wüste lande? Dann musst du essen. Ja, dann muss ich es essen. Okay. Was ist dein Ausgleich zu deinen leckeren Gerichten, sodass du immer in Form bleibst? Ja, Spazieren im Garten, oder? ja. Ich esse auch nicht viel. Abend esse ich wenig halt. Allgemein esse ich nicht so fettig. Nicht so viel Margarin. Lieber mit Öl und Butter kochen. Genau. Und Zuckerersatz zum Beispiel, sowas. Wer ist auf die Idee mit dem YouTube-Channel gekommen? Ja, das war ich. Das war der Monat. Ja. Was denken deine Freunde über den Channel? Gut, denken die. Die sagen toll, viel Erfolg. Die sind stolz. Am Anfang konnte es keiner glauben. Ja, dass ich so viel weit komme. Die dachten, ich mache Spaß oder so. Aber Spaß wird man schon langsam ernst. Hm. Wirst du manchmal auf der Straße erkannt und auf deine Videos angesprochen? Ja, ich werde Straße erkannt, angesprochen, ja. Das ist echt witzig. Ja, ja, Ganz ungewohnt. ja. Warum gibt es die neuen Videos immer freitags? Das soll Murat antworten. Ja, freitags, damit die Leute noch am Wochenende einkaufen gehen können und dann kochen können, das Rezept. Ja, klar. Ich würde gerne wissen, wie du deine Messer schärfst und ein bisschen Warenkunde zu türkischen Lebensmitteln fände ich auch klasse. Ja, Messerschärfen-Video haben wir jetzt gerade gedreht gehabt. Ne? Ja, ja. Kam auch relativ gut an, fand ich. War okay. Ist dir schon mal vor der Kamera eine Panne passiert, wie zum Beispiel das Essen verbrannt und du musstest alles komplett neu drehen? Nein. So viel ich weiß, nein. 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 Absolut. Wenn ich schon 40 Jahre koche, also muss schon
Das sitzt alles richtig. Nein. Verbrannt ist nichts, aber Nein. wir haben schon manchmal ein Teil oder so nochmal neu gemacht. Wenn mir die Kamerawinkel nicht gefallen hatte Ja, oder sowas. ja, Es war eher ja. ein technischer Grund, Ja, ja. nicht Kochgrund. Kochst du auch mal was Asiatisches? Ja, das mache ich auch, ja. Ist doch alles Asiatisch. Asiatisch. Die Türkei gehört zu Asien. Könntest du zu deinen Gerichten eine Empfehlung geben, zum Beispiel was für Getränke oder Desserts dazu passen? Ja, machen wir manchmal. Manchmal schreibe ich es in die Infobox mit rein, zum Beispiel welcher Weingut dazu passt oder ähnliches. Einfach mal mitlesen in der Infobox. Du knetest den Teig immer mit der Hand. Warum kaufst du dir keine Küchenmaschine? Ja, so reich bin ich noch nicht. Wenn ich reich bin, kaufe ich eins. Ja, gerade das letzte Video angucken. Ja. Da sagt das gerade. Irgendwann. Kann man sich bei euch auch Essen für private Anlässe bestellen? Nein, das nicht. Nein. Wäre aber witzig. Da machen wir nicht. Nein. Ruft irgendjemand an, Ahmed, kannst du bitte machen? Können wir auch mal Rezeptwünsche einreichen? Ja, das könnt ihr die ganze Zeit. Ja, wir machen ja. Klar. Wer Wenn der denkt- Abonnente was Es gibt schicken eine hat. Liste und da stehen ganz viele Rezepte noch drauf und da da werden Striche gemacht, wer sich was wünscht. Und das, was ganz oben steht, das tun wir halt am ehesten machen. Wer denkt sich das nächste Rezept aus? Das mache ich halt. Ich denke mir den Rezept. Welche Kochbücher habt ihr zu Hause? Asiatisch, Deutsch, Türkisch und Italienisch. Den wievielten Platz hast du beim Charity-Marathon gewonnen? Das geht nicht um Platz, sondern in die Kilometer. Genau. Da hat man Geld bekommen für die jeweiligen Kilometer, die man gelaufen ist. Und dann wurde das gespendet. Ne? Das war toll für Afrika. Ging das Geld. Weise Kinder. Gut, das Was Okay. waren die Fragen? Ja. Wir wünschen euch noch gutes neues Jahr und guten Rutsch. Wir sehen uns dann 2015 wieder. Bis nächstes Mal. Ahmed. Nein, Ja, ich tschüss. muss ja noch mein Teil sagen. Achso, da kommt der Mord noch dran. Okay. Es geht auf unserem Kanal erst am 15. Januar weiter, weil wir ein paar andere Projekte verfolgen werden in den 2 Wochen. Und dann kommt am 16. Januar ein Outtakes-Video raus oder machen wir nochmal, ich glaube, 1-2 Wochen Pause bis Februar auf jeden Fall. Am Februar geht es dann regulär wieder weiter, freitags immer. Ne? Ja. Okay. Mach's gut. Tschüss. Bis dann, Ahmed. Ciao. Ist gut. Das war's, ja. Gut, hoffentlich ist es gut geworden, ne?